Hallo ihr Lieben, der Frühling ist im Land und die ersten Rapsfelder blühen und die Farbe Gelb überwiegt gerade in der Natur. Ich nehme heute also verschiedene Gelbtöne und arbeite auf einem Keilrahmen. Besonders die abstrakte Farbweltmalerei hat mich in der letzten Zeit gepackt und das möchte ich auch heute hier wieder demonstrieren. Ich brauche zum Vorzeichnen einen Bleistift und ich beginne mit einer Linie. Ich mache viele geschwungene Linien, die sich auch teils überschneiden und daraus entsteht meine Komposition. Ich denke, das sollte reichen. Um mir den Anfang nicht zu schwer zu machen, wähle ich zunächst einmal 3 verschiedene Gelbtöne, ein Zitronengelb, ein Cadmiumgelb und ein Cadmiumgelb dunkel. Dazu kommt noch ein bisschen Van Dyck Braun und Weiß. Mit diesen Tönen möchte ich beginnen. Aber halt! Für mich ist es manchmal leichter, einfach mit einer Technik zu beginnen. Also bestreiche ich die Leinwand mit feuchter Farbe und tropfe anschließend in die feuchte Farbe etwas Alkohol. Es entstehen Strukturen und der Anfang ist gemacht. Ich benutze hier über 90%igen Ethanol-Alkohol, Bioalkohol, der für Feuerstellen genutzt wird. Anschließend muss das Ganze trocknen. Hier seht ihr die Strukturen und wenn man nah herangeht, sieht man auch noch die Linien. Nun beginne ich, die Felder auszufüllen. Ich mische dazu die Farben, entweder mit Weiß, mehr oder weniger, untereinander oder auch mit etwas von dem Braun. Ich trage die Farbe relativ dünn auf, sodass beim ersten Farbauftrag der Untergrund noch hindurch scheint.
Wenn ich wie hier vorwiegend in Gelbtönen arbeite, sind die Kontraste natürlich sehr gering. Das macht die Oberfläche sehr subtil und es hat eine Leichtigkeit und Helligkeit. Wenn alles trocken ist, zeichne ich nun eine weitere Form darüber, eine geschlossene Form. Diese unterteile ich dann in sich noch einmal. Dadurch ergeben sich natürlich wieder Überschneidungen mit den darunter liegenden Farbfeldern. Beim folgenden Farbauftrag schaue ich nun, wie ich das farblich und kompositorisch integrieren kann. Das ist eine gar nicht so leichte Aufgabe und man tastet sich langsam mit Farbaufträgen heran. An dieser Stelle war mir die Farbgebung etwas zu kontrastarm. Ich habe also Schwarz auf meine Palette genommen und mische mit Weiß und etwas Gelb verschiedene Grautöne. Um die Farbfelder deckender zu gestalten, muss ich die gleiche Farbe dann mehrmals auftragen und trocknen. An dieser Stelle finde ich die Komposition schon ziemlich optimal, aber ihr kennt mich, ich werde noch weiter arbeiten. Die Leuchtkraft des Weiß verstärke ich durch nochmaligen und nochmaligen Auftrag. An dieser Stelle habe ich beim Malen mal eine Pause eingelegt, um zu schauen, ob das für mich schon so in Ordnung ist. Also eigentlich finde ich es okay. Aber irgendwas stört mich noch. Ich habe mich schließlich entschlossen, die obere Fläche auch noch in einem leichten Grau zu malen. Und im Endeffekt wurde es dann dies. Ich liebe die Einfachheit und das Abstrakte, das Ruhige. Vielleicht probiert ihr es auch mal. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!